Wenn du als EU-Nutzer die beste MiCA-lizenzierte Krypto-Trading-Börse suchst und dich für OKX EU entschieden hast, dann solltest du dein Konto von Anfang an richtig einrichten. In diesem Video zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du in ungefähr 15 Minuten von der Registrierung bis zu deinem ersten Krypto-Trade kommst, inklusive Kontosicherheit, KYC, Einzahlung, Auszahlung und den wichtigsten Einstellungen. Wir gehen den kompletten Prozess gemeinsam und ohne unnötige Umwege durch, damit dein Konto anschließend sicher eingerichtet und direkt einsatzbereit ist. Vorab transparent, dieses Video entsteht offiziell in Zusammenarbeit mit OKX EU, da ich persönlich auf die Börse zugegangen bin, da ich sie für die beste MiCA-lizenzierte Option am Markt halte. Das ändert aber nichts daran, dass ich dir auch transparent die Risiken, Sicherheitsmaßnahmen und die wichtigsten Einschränkungen der Plattform zeigen werde. Bevor wir das Konto gemeinsam einrichten, erstmal ganz kurz die Frage, wieso überhaupt OKX EU? Ich persönlich habe mich dafür entschieden, weil die Börse für meinen persönlichen Anwendungsfall als aktiver Krypto-Trader momentan meiner Ansicht nach die vollständigste regulierte Option in Europa ist. Du bekommst da klassischen Spothandel, aber auch eine professionelle Trading-Oberfläche, wie du sie von den Offshore-Börsen kennst, verschiedene Ordertypen, Trading-Bots und ein separates, reguliertes Derivatangebot mit bis zu 10x Hebel. Wer bisher auf einer unregulierten Börse gehandelt hat, der muss sich dadurch nicht allzu stark umgewöhnen, was ich für einen riesigen Vorteil halte. Wieso ich überhaupt auf eine EU-regulierte Krypto-Trading-Börse gewechselt bin, das erkläre ich einmal hier in diesem verlinkten Video, gerne auch anschauen. Jetzt starten wir mit der Registrierung. Den aktuellen Partner- bzw. Einladungsbonus-Link findest du ganz oben in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ganz wichtig, öffne zuerst diesen Link und registriere dich dann über diese Landingpage hier. Ansonsten kannst du den Einladungsbonus, den OKX aktuell verteilt, nicht mehr erhalten nachträglich. Welcher Registrierungsbonus aktuell gilt, findest du immer über den Link ganz oben in der Videobeschreibung. Da landest du auf dieser Landingpage und kannst den aktuellen Bonus abchecken. Jetzt momentan sind das beispielsweise 400 Euro in Bitcoin und 8% auf deine ersten Einzahlungen. Egal welcher Bonus gerade gilt, du kannst dich immer über diesen Button hier oben rechts registrieren, da klickst du einfach drauf. Hier wählst du dein Land oder deine Region aus und stimmst den Nutzungsbedingungen bzw. den Offenlegungen von Risiken und Compliance und dem Datenschutzhinweis zu, nachdem du sie natürlich gelesen hast. Einmal hier den Newsletter müsst ihr natürlich nicht zwingend abonnieren. Zack, und schon kann ich hier auf Konto erstellen klicken und muss nur noch meine E-Mail-Adresse eingeben. Dafür nutze ich hier für das Video jetzt einfach eine Beispieladresse. Der Affiliate-Code, der wird hier schon angewendet und ausgewählt sein. Ansonsten könnt ihr den hier auch nochmal eingeben und dann klickt ihr einfach auf Registrieren. Häufig kommt hier nochmal eine Sicherheitsauthentifizierung und jetzt musst du hier zur Authentifizierung einen 6-stelligen Code eingeben, der dir an deine E-Mail-Adresse geschickt wurde. Danach gibst du hier eine Telefonnummer von dir ein, um auch SMS-Verifizierungscodes erhalten zu können. Danach bestätigst du die Telefonnummer mit einem Code, der dir per SMS zugeschickt wird und erstellst noch ein Anmeldepasswort, das diese Sicherheitsanforderungen erfüllen muss. Okay, Glückwunsch, dein Account ist erstellt, aber du kannst noch nicht wirklich handeln, denn wenn du hier zum Beispiel auf meine Assets gehst und einzahlen möchtest, dann steht da, dass du die Identitätsverifizierung erstmal abschließen musst, da kommst du auch nicht dran vorbei. Du findest die Identitätsverifizierung auch ganz einfach hier im Hauptmenü unter Profil, unter Identitätsverifizierung. Jetzt verifizieren. Wenn du eine Privatperson bist und keine Institution, dann gehst du hier auf individuelle Verifizierung und auf Identität verifizieren und kommst dann hier in den Verifizierungsprozess. Da gehst du einmal drauf. Durch diesen Prozess wirst du ziemlich eindeutig durchgelotst von der Börse. Das Ganze dauert auch nur 10 Minuten. Wichtig ist, dass du dabei einen Ausweis oder einen Führerschein bereithältst und die Daten natürlich wahrheitsgemäß beantwortest. Hier jetzt beispielsweise Personalausweis auswählen, weiter. Und der Rest des Prozesses ist an sich selbst erklärend, was ich für mich selbst gemerkt habe. Kleiner Tipp am Rande: Wenn ihr den Face-Scan macht, um eure Identität zu verifizieren, am besten nicht in der Sonne oder draußen stehen, denn da funktioniert das leider sehr, sehr schlecht. Wenn die Verifizierung geklappt hat, landest du hier und kannst die Börse voll nutzen. Aber halt, nur weil du das schon kannst, heißt es nicht, dass du es schon solltest. Meiner Ansicht nach sollte man hier nämlich noch einige freiwillige Sicherheitsmaßnahmen eingehen über dieses Menü hier. Hier können wir einen biometrischen Passkey und oder einen Anti-Phishing-Code einrichten und eine Authenticator-App wie zum Beispiel den Google Authenticator connecten. Wenn du das alles eingerichtet hast, ist dein Konto sehr gut gesichert. Zusätzlich gibt es hier noch einen Sicherheitsassistent, den du downloaden kannst, der dir immer Updates über mögliche Phishing-Attacken und ähnliches gibt. Jetzt finden wir uns, wenn wir über das Logo hier links oben in der Ecke zurückgehen, auf dieser Startseite hier wieder. Hier haben wir einen Reiter mit allen wichtigen Optionen, die wir hier nutzen können, wie zum Beispiel Krypto kaufen, einzahlen, Märkte, handeln, verdienen, institutionell und mehr. Wenn wir unsere erste Einzahlung machen möchten, gehen wir hier auf Einzahlen und wählen dann Barmittel einzahlen oder Krypto einzahlen aus.
Da können wir jetzt auswählen, ob wir Kryptos über die Blockchain einzahlen möchten und können hier von einer anderen Börse oder von einer anderen Wallet einzahlen. Oder ob wir hier Barmittel wie Euro oder Dollar einzahlen möchten, hier über Easy Transfer, über eine normale SEPA-Überweisung, über Visa, Mastercard oder über PayPal ganz einfach möglich. Der Einzahlungsprozess darüber ist selbsterklärend. Der Einzahlungsprozess über Krypto, der ist natürlich auch wie bei jeder anderen Börse. Hier müsst ihr vor allem darauf achten, dass ihr beispielsweise das richtige Netzwerk auswählt bei beiden Wallets, also bei der Absender-Wallet und bei der Empfangs-Wallet. Ansonsten kann das ganz schnell schief laufen, also da wirklich auf jedes Detail achten, beziehungsweise die Wallet-Adresse komplett richtig abkopieren und nochmal überprüfen. Wenn wir hier zum Beispiel USDC einzahlen wollen über das Netzwerk Solana, dann wählen wir hier einmal Solana aus, kopieren hier den Public Key, fügen ihn bei der Sender-Wallet als Empfänger ein, wählen natürlich wie gesagt das richtige, korrekte, gleiche Netzwerk und den gleichen Coin aus und dann hängt es eben von der ausgewählten Blockchain ab, wie lange die Überweisung dauert und wie teuer sie an Gebühren ist. Kleiner Geheimtipp, wenn man sich noch unsicher ist, ob man die richtige Wallet-Adresse eingefügt hat oder das richtige Netzwerk ausgewählt hat oder ob irgendwo noch ein Fehler besteht, dann erstmal einen Testbetrag schicken. Wenn das funktioniert, dann kann man auch mit denselben Daten den richtigen Betrag nachschicken, damit kein großes Risiko besteht. Als nächstes zeige ich dir, wie wir ganz einfach Krypto kaufen und verkaufen können. Das geht hier oben links über Krypto kaufen. Da klicken wir hier einfach auf Kauf und Verkauf. Ziemlich simpel, hier können wir die Kryptowährung auswählen und hier die Bezahlmethode. Es stehen wieder die typischen Bezahlmethoden zur Verfügung. Wenn wir Kryptos verkaufen wollen, geht das genauso simpel hier über Verkaufen. Hier können wir die Kryptowährung auswählen, die wir verkaufen möchten. Ich habe hier noch keine gekauft, deswegen gibt es keine Ergebnisse. Und hier können wir auswählen, was wir dafür erhalten möchten. Das war jetzt die simplifizierte Version. Wenn wir wirklich professionell mit professionellen Funktionen handeln und traden möchten, gehen wir hier oben im Menü auf Handeln und können hier auf Spot und Margin gehen. Hier zum Beispiel jetzt Bitcoin auswählen und dann haben wir hier das typische Handelsmenü für professionelle Trader, wie wir es auch von den Offshore-Börsen kennen. Hier können wir angegeben in der Kryptowährungsmenge, die wir kaufen oder verkaufen möchten oder in USDC einen Kauf oder einen Verkauf tätigen per Marktorder, per Limit Order, also einem eingestellten Preis, bei dem wir dann jeweils kaufen oder verkaufen möchten und können auch einen Take Profit oder einen Stop Loss in verschiedenen Formen einstellen. Genauer ins Detail gehen über diese Funktionen werde ich beim OKX Futures Trading Tutorial, das ich euch in der Videobeschreibung verlinken werde, sobald es draußen ist, beziehungsweise ihr auch auf meinem Kanal finden könnt. Wie hoch die Handelsgebühren sind, die wir hier auf unsere Käufe und Verkäufe zahlen, das können wir einmal hier nachschauen im Menü. Hier sehen wir schon die Standardgebühren ohne ein VIP-Level hier bei den Maker-Gebühren von 0,2% pro Kauf oder Verkauf und bei den Taker-Gebühren 0,35% pro Kauf und Verkauf sind okay, aber nicht super günstig. Günstig wird es erst bei den Futures-Gebühren. Jetzt geht es aber darum, wie wir das Futures-Trading überhaupt freischalten können. Das kann man hier nämlich nicht von Anfang an nutzen. Es ist aber relativ einfach freizuschalten und dort haben wir auch konkurrenzfähige Handelsgebühren fürs Trading. Dafür gehen wir hier oben in der Menüleiste wieder auf Handeln und auf Xperps freischalten. Was bedeutet das? Genauer erkläre ich das nochmal im Futures Trading Video, das ich wie gesagt gesondert nochmal rausbringe. Aber Xperps sind quasi die Perpetual Futures hier von den EU-regulierten Börsen. Die werden über einen Umweg genutzt. Ja, es sind keine echten Perpetual Futures. Echte Perpetual Futures laufen nämlich nie ab, wie ein Perpetuum mobile, falls euch der Begriff etwas sagt. Deswegen Perpetual, weil sie einfach fortlaufend sind. Diese Xperps heißen Xperps, weil es Expiry Perps sind. Das bedeutet, sie laufen nach 5 Jahren standardmäßig ab. Mehr als genug Zeit, um einen Trade zu öffnen und zu schließen, meiner Ansicht nach. Aber 5 Jahre Laufzeit haben diese Xperps hier in diesem Fall in Mika-regulierten Börsen. Das ist aktuell die einzige Option, wie die Börsen das umsetzen können. Gehen wir jetzt einfach mal hier drauf und dann kommen wir hier zur Fragebogenseite. Hier kann man erstmal die ersten Schritte eingehen und dann bekommt man eine Reihe an Fragen. Die Fragen sind dafür da, um zu prüfen, ob ihr geeignet dafür seid, eben Derivate bzw. einen Hebel bis zu 10x traden zu können und ob ihr das nötige Wissen dazu habt. Diese Fragen kann ich euch hier natürlich nicht zeigen und beantworten, das wäre ja witzlos. Deswegen, die müsst ihr einmal selbst beantworten und wenn ihr da durch seid, dann machen wir direkt im nächsten Schritt weiter. Wenn du das ganze Quiz richtig durchgegangen bist, dann kannst du mit dem Derivatehandel beginnen und dann finden wir uns wieder auf dieser Oberfläche hier wieder, nur dass es ein paar zusätzliche Funktionen gibt, nämlich hier die Hebelwirkung, wie wir sie auch von den Offshore-Börsen kennen, nur eben bis zu 10x
Hebel. Also wir können unser Kapital hier zum Traden bis zu verzehnfachen. Wieso mache ich ein gesondertes Video dazu? Naja, ganz einfach, weil das Hebeltrading bzw. das X-Perps Trading nochmal deutlich mehr in die Tiefe geht und ein gesondertes Video dafür einfach nötig ist, wegen der ganzen Details, wie zum Beispiel Margin, Liquidation, Hebel und weiteren Funktionen, die ich jetzt hier alle erstmal noch nicht aufzähle. Ganz wichtig hier auch zu wissen, wir können hier in den X-Perps, also in den Futures, nicht nur Kryptos handeln, sondern wir können auch tatsächlich tokenisierte Aktien wie zum Beispiel SpaceX, MicroStrategy und so weiter oder sogar Commodities wie zum Beispiel Erdöl, Silber und Gold handeln. Eine weitere Funktion, die neu eingeführt wurde bei OKX.eu, ist hier über Handeln einmal ausgewählt die Trading Bots. Hier haben wir verschiedene Bots zur Auswahl wie Grid Bots, wie Futures Grid Bots oder DCA, also Dollar Cost Average Bots, die automatisch immer wieder kaufen. Diese Bots werde ich auch nochmal in einem separaten Tutorial erklären, das ich euch, sobald es draußen ist, in ein paar Tagen nochmal genau hier verlinken werde. Leute, sehr, sehr gerne auch nochmal separat anschauen. Die sind ein ganzes Thema für sich. Das ist im Endeffekt automatisiertes Trading, womit man sich in vor allem Seitwärtsphasen einfach nochmal nebenbei eine Rendite verdienen kann, ohne aktiv die ganze Zeit vorm Chart sitzen zu müssen. Also ein wirklich ziemlich cooles Produkt. Und meines Wissens nach ist OKX.eu zum aktuellen Stand die einzige Börse, die Futures Grid Bots anbietet, also Grid Bots mit wiederum bis zu 10x Hebel in diesem Fall, den wir hier einmal einstellen können. Wie funktionieren die Gridbots ganz grob? Wir stellen hier ein unteres Limit einer Gridbot Range ein und da oben ein oberes Limit. Das sind jetzt in meinem Beispiel einfach mal 58.000 und 70.000 US-Dollar. Hier stellen wir die Anzahl der Grids, also der Kauf- und Verkaufsraster ein, die in dieser Range eben laufen sollen. Und dann kauft er eben bei fallenden Kursen in die Grids rein und verkauft wieder bei steigenden Kursen bei Long, bei Short natürlich genau umgekehrt. Eine weitere sinnvolle Funktion gerade für Anfänger oder Leute, die die Börse erst ausprobieren möchten, ist hier das Demo-Trading, auf das ihr auch über den Reiter Handeln kommt. Hier könnt ihr einfach einmal draufklicken und dann einfach mal mit 100.000 US-Dollar Demo-Kapital austoben, das Ganze ausprobieren und über das Demo-Trading natürlich kein Eigenkapital verlieren. Zurück zum normalen Trading kommt ihr hier über diesen Button zurück zum Live-Handel. Wenn du jetzt nochmal die Gebühren überprüfst, kannst du hier auf Futures gehen und siehst die normalen Futures-Gebühren. Die sind schon mal deutlich besser hier mit 0,02% Maker-Gebühr und 0,05% Taker-Gebühr, also relativ handelsübliche Trading-Gebühren hier für Futures-Trades und je nachdem welches VIP-Level du erreichst, können die auch nochmal deutlichst weniger werden. Wichtiger Hinweis, falls du bereits auf einer Offshore, auf einer unregulierten Börse VIP-Nutzer bist oder warst, dann matcht die Börse hier oft deinen VIP-Status. Schreib mir dafür gerne einfach eine Nachricht, dann kann ich das im Hintergrund regeln mit der Börse. Mein Discord-Server, wo du auf mich zugehen kannst und auch mein Telegram-Nutzername stehen beide in der Videobeschreibung drin. Allgemein übernehme ich gerne einen Teil der Kommunikation zwischen Nutzer und Börse für jeden User, der sich über meinen Einladungslink oder über meinen Affiliate-Code bei OKX.eu registriert hat, als kleines Dankeschön zurück. Wichtig nochmal zum Punkto Sicherheit, wo die Börse meiner Meinung nach glänzen kann. Ja, es gibt die bereits genannten Sicherheitsdetails für den Account. Es gibt aber noch eine Geräteverwaltung, wo angemeldete Geräte überprüft werden und unbekannte Geräte entfernt werden. Eine Auszahlungs-Whitelist, wo ihr einstellen könnt, an welche Wallets hier nur Geld ausgezahlt werden kann und an keine anderen. Es gibt Warnungen bei ungewöhnlichen Kontoaktivitäten, wie zum Beispiel verdächtigen Logins. Und ganz wichtig, so wie es bei jeder seriösen Kryptobörse vorhanden sein sollte, gibt es ein Proof of Reserves. Dafür geht ihr einfach hier oben mal auf Assets, auf POR-Berichte, hier unten auf Mehr erfahren und dann könnt ihr hier die Proof of Reserves abchecken und einmal überprüfen, dass eure ganzen Nutzerassets bzw. die Nutzerassets, die von der Börse verwaltet werden, eben 1:1 mindestens gedeckt sind, in der Regel aber deutlich mehr oder zumindest ein Stückchen mehr als zu 100%. Dazu gibt es noch, da es sich um eine regulierte Börse handelt, einige ziemlich strenge sicherheitstechnische Schutzmaßnahmen, die von der EU bzw. von der MiCA und MiFID-Regulierung auferlegt wurden. All diese Maßnahmen aufzuzählen würden jetzt den Rahmen sprengen. Unter anderem zählen dazu eine überprüfbare EU-Zulassung und Aufsicht, die Trennung der Kundengelder vom Börsenvermögen, die separate Verwahrung von Euroguthaben, die Haftung bei selbstverschuldetem Verlust, die vorgeschriebene Cybersecurity und Notfallplanung, der geordnete Rückzug der Börse, falls diese ihre Dienste einstellen sollte und so weiter und so fort. Ich werde euch das alles nochmal in der Videobeschreibung genauer verlinken, dass ihr euch das genau durchlesen könnt, wenn ihr möchtet. Ganz wichtiger Sicherheitstipp von mir: Trotz all dieser Sicherheitsmaßnahmen sollte man meiner Ansicht nach
große Vermögenswerte bzw. für einen selbst wichtige Vermögenswerte, die man langfristig investieren möchte, nicht auf einer Kryptobörse lagern, also auf keiner Börse, sondern auf einer Wallet. Am besten auf einer richtig eingerichteten Cold Wallet mit Private Key. Falls ihr dazu nochmal mehr Infos oder ein Tutorial möchtet, schreibt es natürlich sehr, sehr gerne in die Kommentare. Auf jeder Kryptobörse besteht nämlich ein gewisses Restrisiko durch das Unternehmen, das dahinter steht, und bei einer Wallet ist dieses Risiko in dieser Form in der Blockchain einfach nicht vorhanden und eine Wallet garantiert die maximale Sicherheit im Kryptospace, wenn man Assets langfristig verwahren möchte. Also falls es irgendwelche Unstimmigkeiten, Unklarheiten oder Fragen gegenüber der Börse gibt, dann stehe ich euch gerne zur Seite, wenn ihr über mich registriert seid. Wie gesagt, der Einladungslink, der ist ganz oben in der Videobeschreibung und steht einmal noch im angepinnten Kommentar. Ganz wichtig, sich darüber zu registrieren, um alle Boni zu bekommen und um meinen persönlichen Hilfssupport dann auch in Anspruch nehmen zu können. Wie gesagt, ihr könnt mich kontaktieren über Telegram oder über den Discord. Beides ist in der Videobeschreibung verlinkt. Wenn du ansonsten eine weitere Frage hast, dann stell sie natürlich sehr gerne in den Kommentaren unter diesem Video oder in meinem Discord-Server. Ich versuche jede Frage so gut es geht zu beantworten. Ansonsten, falls dir dieses Video gefallen oder irgendeinen Mehrwert gebracht haben sollte, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung und ein kostenloses Abo sehr freuen. Außerdem bekommst du dann zukünftige Videos und Tutorials und die täglichen Livestreams eher auf YouTube empfohlen. Also Win-Win, vielen, vielen Dank. Dieses Video hier baut auf dem Mika-Regulierungserklärungsvideo auf, das ihr hier findet. Also sehr, sehr gerne auch noch im Anschluss anschauen, um vollumfänglich informiert zu sein. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.